Moin meine Freunde des selbsterzeugten Stroms und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr euer Indevolt-Cluster einrichtet. Damit ihr das Ganze einrichten könnt, müsst ihr zuerst jedes einzelne eurer Indevolt-Geräte in der App hinzufügen. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann schaut gerne mal in der aktuellen Playlist. Dort gibt es auch ein entsprechendes YouTube-Video zur Einrichtung. In meinem Fall habe ich meine 3 Powerflex-Systeme bereits in die App eingebunden. Mit einem Klick unten rechts auf Device könnt ihr das Ganze entsprechend euch angucken. Und nun müssen wir uns erstmal überlegen, okay, welches dieser 3 Einheiten möchte ich hier als Master definieren. In meinem Fall möchte ich, dass die Einheit mit der Seriennummer 63 am Ende meine Haupteinheit wird. Und das Cluster können wir jetzt entsprechend konfigurieren, indem wir hier oben rechts auf Einstellungen gehen, Cluster und sagen Create Cluster. Wir haben hier die Möglichkeit, dem Cluster einen entsprechenden Namen zu geben. In meinem Fall lasse ich das einfach mal bei Cluster. Wir haben die Möglichkeit, zwischen 2 Cluster-Modes zu wählen, also Wireless oder Wired, also kabelgebunden oder drahtlos. Ich werde das Ganze jetzt mal Wireless lassen. Hauptunterschied ist, bei Wireless kommunizieren alle 3 Einheiten über WLAN miteinander. Kabelgebunden heißt, ich stecke den AC-Plug von einer Powerflex-Einheit in die Notstromsteckdose meiner Haupteinheit. Funktioniert dann entsprechend in eine Reihe geschaltet. Also ich muss die Einheit 1 mit Einheit 2 und mit Einheit 3 verbinden, jeweils immer in die Notstromsteckdose, und natürlich die Haupteinheit kommt dann in die Hauptsteckdose. Dann können wir sagen, wie viel mein Cluster maximal ausgeben darf. In meinem Fall werde ich das hier auf genau 800 Watt begrenzen, weil entsprechend ein Balkonkraftwerk nicht mehr als 800 Watt ausgeben darf. Das Ganze könnt ihr deutlich höher setzen, das Limit. Das liegt dann entsprechend in eurer Hand, je nachdem wie das Ganze verkabelt ist. Über den Schuko-Stecker darf maximal 800 Watt ausgegeben werden, unabhängig davon, wie viele Powerflex-Systeme ihr entsprechend in diesem Cluster betreibt. Dann habt ihr noch die Möglichkeit zu sagen, wie viel Strom ihr ins Netz einspeisen wollt. Also wenn euer Indevolt-System oder auch das ganze Cluster komplett gefüllt ist, wie viel Strom soll in das Netz zurückfließen. Habe ich jetzt gesagt 0, also ich möchte eine Null-Einspeisung haben. Und dann könnt ihr hier entsprechend die Geräte in das Cluster hinzufügen. Ich hatte gesagt, die mit 63 wird meine Haupteinheit und die beiden unterliegenden entsprechend die Subeinheiten. Dann sagen wir einmal speichern. Jetzt synchronisieren sich die Einstellungen zwischen den 3 Clusterpartnern. So, es haben sich alle Einstellungen synchronisiert. Und dann sehen wir, dass sich das Cluster jetzt gebildet hat. Wir sehen auch hier in dem Feld, dass das Ganze ein Wireless-Cluster ist. Und das Ganze könnt ihr jetzt hier in der Geräteübersicht dann als Cluster sehen. Wir sehen also, mein Cluster hat gerade 55 Watt Solarleistung. Es gehen jetzt die 800 Watt raus. Und das Ganze wird dann hier entsprechend auf die Systeme verteilt. In meinem Fall jetzt, weil wir es gerade frisch eingerichtet haben, läuft es nur über die Haupteinheit. Hier ist noch 0 Watt und hier ist noch 0 Watt. Das Ganze muss sich dann nach dem Ersteinrichten ein bisschen einpendeln. Generell wird die Leistung aber auf alle 3 Clusterpartner entsprechend aufgeteilt. So, damit das Cluster jetzt gut funktioniert, müssen wir hier noch den entsprechenden Arbeitsmodus wählen. In meinem Fall habe ich jetzt den Self-Consumed-Modus ausgewählt. Also ich möchte, dass anhand einer festen Leistungsgrenze oder zum Beispiel auf Basis eines Smart Plugs oder Smart Meters die Leistung des Systems bestimmt wird. Ihr könnt natürlich auch sagen,
Ihr möchtet eine feste Lade- und Entladekurve haben oder ihr möchtet zum Beispiel über Home Assistant die Leistung dynamisch anpassen. Oder ihr sagt, ihr habt einen dynamischen Stromvertrag, dann könnt ihr das Laden und Entladen automatisiert auf Basis eures Nutzungsverhaltens bzw. auf Basis des aktuellen Strompreises auswählen. In meinem Fall, wie gesagt, möchte ich hier Self-Consumption Mode auswählen. Hier mit einem Einstellung auf Settings könnt ihr dann sagen, zum Beispiel hier, ich möchte ein Smart Plug als Quelle nutzen, ein Smart Meter oder Custom könnt ihr dann entsprechend sagen, ja, diesen entsprechenden Zeitplan. Also wir haben hier sehr viele Möglichkeiten. Damit ihr ein Smart Meter nutzen könnt, muss dieses zuerst gekoppelt werden. Das können wir auch noch einmal kurz zeigen. Smart Meter koppeln funktioniert wie jedes andere Gerät hier oben rechts mit dem Plus. Dann wählt ihr eine unterstützte Marke aus. In meinem Fall ist es der Echo Tracker. Dieser hat die IP-Adresse 192.168.254. Die IP-Adresse findet ihr entweder in der entsprechenden Hersteller-App oder in eurem Router-Interface. Und dann füge ich das Ganze hier mit einem Klick hinzu. Und dann fragt ihr euch, okay, mit welcher Einheit wollt ihr euren Smart Meter binden? Wenn ihr nur eine Einheit habt, dann klar, nehmt ihr die entsprechend. Wenn ihr ein Cluster habt, so wie ich, dann wählt ihr hier eure Haupteinheit aus. Das war ja in unserem Fall die mit der 63. Dann sagen wir Link. Das Ganze wird sich jetzt entsprechend verbinden. Und dann sehen wir, dass hier rechts jetzt unser entsprechendes Smart Meter auftaucht. Das kann jetzt einen Moment dauern, bis sich das Ganze ein bisschen zurechtrappelt, ja, bis Daten in der App ankommen etc. Wenn das erfolgreich ist, dann steht da nicht mehr in Network Configuration, sondern wie links beim Cluster entsprechend das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit. Wir können jetzt hier so ein paar Mal runterziehen, uns das hier auch schon mal angucken. So, jetzt sehen wir das aktuelle Datum, die aktuelle Uhrzeit ist sichtbar. Das heißt, Daten werden jetzt an die App gesendet. Bis das Ganze in der Cloud ankommt, vergehen auch nochmal 1-2 Minuten. Also gibt dem einfach einen Moment. Aber wir können uns hier zumindest schon mal die aktuellen Daten anschauen. Wenn wir sehen, dass das Smart Meter hier verlässlich Werte liefert, dann können wir nochmal in unser Cluster zurückgehen und sehen, dass jetzt unser Output hier entsprechend so geregelt wird, dass das dem Wert des Smart Meters entspricht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen zum Cluster habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann!